4. August 2020. Wir sind in Baden-Württemberg, ja, und direkt am Bodensee, da gibt es einen Händler, der heißt Burmeister. Ja, und dort schauen wir uns mal einen Home 82 an. Und hier ist der Sebastian. Er freut sich unglaublich, ins Fernsehen zu kommen, denn eigentlich, du machst Marketing hier, richtig? Genau. Und da stehen Sie. Ja, das ist natürlich eine ganz eigene Klasse, so ein Morelo zu haben. Da fällt man schon auf, so ein bisschen auf dem Campingplatz, oder? Das auf jeden Fall, natürlich. So, Home ist die Einstiegsklasse, 82. Du wirst mir ein wenig helfen, denn er hat unglaublich viele Klappen. Wir gucken uns das Auto vielleicht mal von außen an. Es gab einen Facelift im letzten Jahr. Jetzt hat auch der Home nämlich das Gesicht vom ganz Großen. Hier hinten steht ein Palace Liner, der ist auf der Ecke und auch hier hat das neue Markengesicht. Und direkt daneben ist der Loft. Und da sieht man noch das etwas ältere Gesicht, der daneben ist. Den Palace Liner werden wir uns gleich auch mal anschauen. Ja, und das ist eigentlich ein top aktuelles Gesicht gewesen für den Morelo. Wenn man aber ihn so direkt daneben hält, muss man sagen, es ist ein bisschen kantiger, so wie Volkswagen, ist ein klein wenig moderner, oder? Ist auf jeden Fall moderner geworden, im Gegenzug jetzt zum alten Gesicht, genau. Ja, die Höhe sieht man hier ganz bedeutend. Also wenn man meint, ein Loft wäre schon groß, im Vergleich zum Palace Liner, der daneben steht, wirken die beiden so fast wie ein Lieferwagen, oder? Wirken wie ein Lieferwagen, klar. Bei dem Palace Liner ist natürlich, das ist eigentlich ein LKW. Ist auf LKW-Chassis, das werden wir uns aber gleich auch nochmal angucken. Aber man muss auch sagen, mit einem etwas kleineren Fahrzeug, ich war jetzt gerade in Italien, hat es den Vorteil, man kommt auch überall hin. Denn ich sag mal, wenn so ein Fahrzeug mal so 10 Meter lang ist, dann hat man schon so seine Einschränkungen. Ja, Home, die Einstiegsserie, so von der Größe her ist er eigentlich fast wie ein Loft. Er ist ein Ticken kleiner und der hat jetzt keine Busspiegel, aber gibt es beim Home auch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die gleichen Spiegel zu kriegen wie beim Loft. Und wir gehen einfach mal kurz drum rum und dann sieht man so ein bisschen die Unterschiede gegenüber dem Loft. Der ist ein kleines Stückchen tiefer, was jetzt vielleicht auch kein Nachteil ist. Und ich sag mal so von den Klappengrößen her, die sind ungefähr gleich. Sie sind ein Ticken niedriger, denn das Fahrzeug insgesamt ist ein bisschen niedriger vom Aufbau her, hat man aber unglaublich viel Platz. Vielleicht fangen wir mal hinten an. Sebastian, wenn du mal so lieb bist, hinten mal aufmachst. Natürlich, sehr gerne. Da bin ich nämlich ganz beeindruckt hier. So, hier ist ein Inverter Kombi Charger drin von Büttner, habe ich eben schon gesehen. Auch der Laderegler während der Fahrt, denn man hat unvorstellbar viel Platz drin. Und hier ist jetzt noch nichts zusätzlich eingebaut, hier sind noch die zusätzlichen Teile. Der ist nagelneu, richtig? Der ist nagelneu, genau. Den haben wir dieses Jahr bekommen als Aussteller. Genau. So sieht er dann aus. Und ja, der Platz fehlt mir hier auf der Seite, muss ich dazu sagen. Wir werden uns aber das gleich mal anschauen, denn ich habe ein Querbett. Und das Querbett, das nimmt etwas mehr Platz weg. Und ja, so sieht er aus von hinten. Hier sind schon die Schleifen dran für den nächsten Besitzer, der jetzt kommt. Und hier hinten sieht man so ein bisschen auch das Markengesicht von hinten. Das war praktisch vor dem Jahr 2019. Das war ein Loft jetzt. Und es sieht so ein bisschen mehr Liner-mäßig aus. Also so auch von hinten auch wieder ganz große jetzt, oder? Genau, also die wollen, glaube ich, also Morelo will ein einheitliches Gesicht von klein bis groß. Das ist auch hier gelungen. Die Rückfahrkamera mit drin. Ich zeig's mal gerade hier hinten. Und auch jetzt das neue Emblem. Sebastian, sei mal so lieb. Noch ganz drüber rüber. Und hier stand immer ganz groß Morelo rauf und die Doppelkamera von Dometic. So, auf der linken Seite, also wenn man es nicht direkt daneben stehen hat, ja, können wir meinen, der Home ist so von der Größe her eigentlich fast so wie der Loft. Aber der Unterschied ist die zulässige Last, die er schleppen kann. Die ist nämlich hier ein bisschen anders. Und auch hier hat man das etwas neue Markendesign an der Seite, so linermäßig oben alle Fenster in schwarz eingefasst. In der Mitte übrigens, wenn sich die Leute wundern, dass hier die Folie in der Mitte unterbrochen ist, dass sie das nicht hinbekommen haben, das ist Pflicht, weil es gibt ansonsten Probleme beim Auftragen der Folie wegen der Ausdehnung. Und es könnte sein, dass sich nämlich das Material eventuell wellen könnte. Also wenn einer auf die Idee kommt, den folieren zu lassen, auf jeden Fall einen kleinen Gap lassen oder das kurz überkleben. Das geht nämlich auch. Hier ist das Logo mit drauf und wir schauen uns auch gleich mal alle Klappen mal an, die da sind. Ja, vielleicht fangen wir hier mal an, denn es ist ein bisschen anders wie beim Loft. Hier ist die Entsorgung, wie man sieht. Also er hat wahrscheinlich eine Kassettentoilette mit drin, mit Sog. Und hier ist der Abwassertank, der hier entsorgt werden kann. Und das sind jeweils die Spüleinrichtungen. Hier habe ich dann noch ein bisschen Platz, was unterzubringen. Und dann hier, was ist da drin? Gas? Gas.
So, 2 Gasflaschen mit 11 Kilo. 11 Kilo mit drin, mit automatischer Umschaltung und Crashsensor, die ich allerdings nicht in Betrieb habe, weil ich einen Tank habe, was soll man dazu sagen. Wir gucken uns aber gleich mal die Ausstattung an. Was ist hier unter der Klappe? Ah, eine Durchreiche. Stark. Die riesig ist, aber nicht ganz so breit wie bei mir. Aber ich zeige euch gleich mal was. Ich habe auf der anderen Seite habe ich noch ein zweites Fach gesehen, was wirklich riesengroß ist. So, hier wird wahrscheinlich getankt auf der Seite. Wird getankt, genau. Die ist abgeschlossen, ist nicht schlimm. Schauen wir uns mal an. Da sind die Leichtmetallfelgen. Er wurde wahrscheinlich auf eigenen Füßen hergebracht. Der wird immer vom Schlüsselfeld auf eigenen Füßen. Auf eigenen Füßen wird er hergefahren. Das heißt, er hat wahrscheinlich ein paar Kilometer auf der Uhr. Circa. 400 hat er auf der Uhr. Hier steht er. Ja, wir gehen am besten mal zur anderen Seite. Die Aufbautür mit Schlüssel. Und vielleicht zeige ich euch mal ganz kurz mal die technischen Daten. Also wir sprechen hier über einen Home 82 LS Trend auf Basis von einem Daily 50C. Und ja, Listenpreis hier bei dem Fahrzeug 212.250 €. Und die Gesamtlänge sind 8,25 Meter, die Breite 2,35 Meter und eine Höhe von 3,32 Meter. 5,6 Tonnen ist das zulässige Gesamtgewicht hier mit 210 PS. Er hat einiges dabei, die große Maschine, 210 PS. Und er hat das ZF-Wandlergetriebe, was ich sehr empfehlen kann. Also es schaltet butterweich mit 8-Gang und ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob man da jetzt noch eine Wirbelstrombremse braucht. Also ich brauche sie, denke mir, bei 5 Tonnen Gesamtgewicht brauchen wir es nicht. Aber wer sie haben möchte, man kann sie noch dazu bestellen. Und er hat eine Luftfederung auf der Hinterachse. Er hat das Lederlenkrad, das ist abnehmbar, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch das Neue, können wir euch gleich mal zeigen, denn die haben das Design ein bisschen geändert. Und ja, es hat eine Keramiktoilette als Kassette dabei. Und ansonsten ein bisschen Paket, wir schauen uns das gleich mal an. Ja, hier vorne, da gibt es nämlich noch ein großes Staufach. Da war ich nämlich ganz neidisch. Und das ist wirklich riesig. Ich mache mal ganz kurz die Lampe mal ein bisschen höher, dass man es mal ein bisschen sieht. Und jetzt, ja, man hat nochmal richtig Platz. Das heißt also nicht nur die Durchreiche, die man hat, sondern nochmal zusätzlich Platz. Und hier ist wahrscheinlich die Ladeelektronik drin, der Booster. Das Ganze übrigens hier mit Magnet wird es gehalten. Und hier hat man dann den Notausschalter mit drin und den Ladebooster auch von Büttner passend dazu. Solar hat er auf dem Dach, da ist der Solarregler verbaut. Morelo muss schon sagen, also alles was eingebaut ist, sieht sehr professionell aus, fast wie von der Bootstechnik. Das auf jeden Fall. Also da haben wir andere Marken, die mit Sicherheit nicht in dem Standard die Elektronik verbauen. Also da würde ich jetzt Morelo schon als führende Marke hervorheben. Ja, das Besondere ist, da vorne die Thule ist jetzt komplett integriert. Das kann ich gerade mal zeigen. Also das war vorher nicht so. Ich zeige es euch mal gerade beim Loft. Dort ist die jetzt komplett oben integriert. Man sieht sie kaum. Und so, ja, so war das vorher. Wobei ich auch sagen muss, naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist nochmal ein Ticken integrierter. Richtig schick. So, ich putze mir gerade mal die Füße ab. Dann gehen wir mal vorsichtig rein und schauen uns mal von innen um. Ja, das Design kann man wählen unter unglaublich vielen Möglichkeiten. Der hat jetzt kein Hubbett. Das ist auch so eine Geschmackssache. Also wenn man allein unterwegs ist, man hat viel mehr Raum und kann den Raum noch wesentlich besser nutzen. Und das Gesamtraumgefühl ist einfach größer. Das ist auf jeden Fall größer. Also wir merken das jetzt auch zum Beispiel bei der Marke Carthago. Carthago war früher für ihre Integrierten bekannt mit Hubbett. Mittlerweile bestellen die Kunden auch ein Carthago ohne Hubbett. Also der Trend geht schon eher darin, dass man dieses Hubbett weglässt. Tja, ist auch eine Frage, ob man es braucht. Also ich selber muss sagen, ich habe ja noch einen kleinen Sohn, der ist 8 Jahre alt. Ich bin froh, dass es da ist. Wenn die Mama nämlich mal mitkommt, dann, ich sag mal, kann man es machen. Das Leder, weiß ist schon schön, oder? Das ist auf jeden Fall schön, ja. Aber ja, ist schwierig. Das Warum? ist Geschmackssache. Also die meisten haben so ein bisschen Angst, dass die Jeans abfärben könnte Genau. und so weiter. Aber ja, ich habe jetzt Alcantara, das hält einiges aus, wobei das Leder auch ganz okay ist. Hier sieht man, es hat noch das alte Lenkrad mit drin. Interessant. Denn das gleiche gibt es auch von Iveco abnehmbar, das habe ich schon mal gesehen. Aber da gibt es verschiedene Ausführungen. Und ja, hier ist das neue Alpine mit drin. Und ja, hier habe ich Heben, Senken direkt
hier vorne eingebaut, das heißt nicht an der Seite, mit der Luftfederung hinten. Und das neue Rollo ist eingebaut. Das ist natürlich auch klasse. Ich frage mal gerade Sebastian, ob du es mal bewegen könntest, das Rollo. Das Rollo bewege ich. Mal schauen, ob es geht. Das werden wir gleich mal sehen, ob die zentrale Stromversorgung müsste an sein. Jawohl. Kriegen wir schon hin. Ich zeige aber derweil schon mal die Schränke. Hat schon viele Schränke. Also man glaubt gar nicht, dass man hier in einem Home steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist nicht schlimm. Hallo. Jetzt geht's an. Ich hab genau das gleiche Bedienpanel, muss ich fairerweise dazu sagen. Ja, wenn wir es nicht runterkriegen, ist nicht schlimm. So, Längsbetten hinten. Jetzt geht's. Jetzt geht's, gell? Sebastian, ich bin so froh, dass du da bist, denn sag mal, ihr habt Spezialverkäufer für Morelo, die kennen alles, aber im Moment ist die Hölle los, muss man sagen, nach Corona. Auf jeden Fall, also der Bedarf nach Reisemobilen ist auf jeden Fall gefragt. Also es ist schwierig, gerade momentan. So, und das Besondere hierbei ist nämlich, man braucht nämlich keine Privacy mehr. Das hängt jetzt davon ab, wie es ist. Man kann nämlich auch von unten nach oben und von oben nach unten hoch machen. Und ja, das Ganze hat nämlich dann den Vorteil, dass es nicht mehr so arg klappert wie vorher. Vorher waren es nämlich ganz normale Jalousien und die tendierten schon mal so ein kleines bisschen während der Fahrt zu klappern. Das sind übrigens jetzt keine Busspiegel, das ist so Geschmackssache. So Busspiegel haben den Vorteil, dass wenn man rausguckt und man bleibt am Spiegel hängen, dann bleibt man noch nicht am Auto hängen. Aber das ist auch Geschmackssache. Vorteil ist allerdings beim Busspiegel, man darf es zwar nicht, man kann die Seiten runter machen und kann noch ein bisschen mehr abdunkeln. Aber es ist ein tolles, ausgewachsenes Auto, oder? Trotz der kleinste. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, der wird schon seinen Marktanteil bekommen. Er ist größer geworden, auf jeden Fall. Geworden, ja. Das ist so. Ja, Längsbetten, Querbetten, das ist alles so eine Entscheidung. Ich denke, hier an so einem Fahrzeug sind Längsbetten einfach super, wenn man dann kein Hubbett braucht. Ja, das ist so. Allerdings, er ist ein bisschen länger, er ist 20 cm länger als meiner, der 7,99 hat. Aber schläft sich gut. Also ist auf jeden Fall sehr bequem. Also wenn wir die Matratze können wir mal lupfen. Ja, bitte mal machen. Da ist nämlich drunter sind normalerweise Tellern. Genau. Hier ist sogar Lattenrost. Lattenrost drunter. Sehr gut. Genau. Okay, das komplett auch noch mit dran. Ich habe so kleine Teller mit dabei, muss allerdings sagen, dass von der Aufbautiefe her konnte man nicht allzu stark aufbauen bei mir. Das ist immer so beim Querbett und wenn man dann noch viel unterbringen will, bei 7,99 Meter. Auch hier die Schränke. Was Neues übrigens, zeige ich euch mal, hier ist der Fernseher mit dabei. Das ist, dass man mittlerweile die vorderen Schranksysteme, die waren vorher offen unten, die sind jetzt geschlossen im Modelljahr 2020. Wenn du mal so lieb bist, mal einen Schrank aufmachst. Ja. Da ist das Fach, was unten drin ist. Hier war vorher mal ein Fach drin, hier sind zwei große Fächer, weil einige sich beschwert hatten, die gesagt haben, naja, sind mal die Fächer offen, da kann man nichts reinmachen. Es gibt ja einige, die wollen es komplett aufgeräumt haben, wie zu Hause. Ich bin zum Glück nicht so, muss ich sagen. Wenn ich immer filme, dann schreiben die Leute einen Kommentar drunter, mein Gott, du könntest ja mal das Auto aufräumen. Aber das ist halt Geschmackssache, der eine will so. Hier ist auf jeden Fall aufgeräumt. Küche richtig groß, 2 Felder übrigens. Hier haben wir ein ganz normales Gasfeld. Übrigens kann man das sehr leicht abnehmen. Ich habe letztes Mal auch mit Campern gesprochen, die gesagt haben, ich komme hier um diese Dinger nicht so drumherum. Einfach drehen, dann gehen sie raus. Das ist ganz einfach. Und wir haben 2 Spülbecken, wenn du mal so lieb bist. Die 2, weil mich immer wieder Leute fragen, wozu braucht man denn ein zweites Spülbecken? Sebastian, du weißt es? Nee, ich weiß es leider auch nicht. Also man könnte hier den Salat waschen, aber ich nutze es. Okay. Ich stelle einfach das abgewaschene Zeug einfach hinten rein und das tropft dann hinten ab. Okay. Das ist das, wofür ich es mache. Sehr gut. Wieder was dazugelernt. Ja, aber das macht jeder anders. Die Nespresso darf natürlich nicht fehlen. Diesmal hier von Krups. Sie passt perfekt rein. Das ist alles im Modelljahr 2020 ein bisschen anders geworden. Was auch cool ist, ist hier die Beleuchtung. Also die indirekte Beleuchtung hinter dem Glas, was jetzt neu dabei ist. Und der Nespresso-Halter darf natürlich nicht fehlen. Interessant ist beim Home übrigens, hier ist übrigens nochmal ein Lüfter. Der ist elektrisch, der kann rein und raus lüften. Hier ist nämlich sowohl die Dusche als auch die Toilette getrennt. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Hier haben wir eine Dusche mit einer Glastür mit dabei. Jetzt mal kurz mal auf, das ist nicht so schlimm. Ne, es geht nicht, aber ich komme mal ganz kurz raus zu dir. Nicht so schlimm. Machen wir mal auf. Nicht schlimm.
Ich bin so froh, dass der Sebastian mir heute hilft, weil er ist kein Produktspezialist von Morelo und ich erwähne das nämlich deswegen so gerne, weil ihr habt unglaublich viele Marken. Wie viele Marken habt ihr hier? Wir haben Karthago, wir haben Knaus, wir haben Pössl, wir haben Morelo, wir haben Hümer, wir haben Sunlight. Und ihr seid riesig, muss man dazu sagen. Ja, ihr seid ein ganz, ganz großer Anbieter. Hier am Bodensee gehen ja auch viele campen, oder? Die kommen dann hier vorbei, kaufen nochmal ein Auto? Natürlich, sehr, sehr viele. Und wir sind natürlich grenznah zur Schweiz und ja. Ist auch kein Nachteil, oder? Kein Nachteil, nee. Eher ein Vorteil. Ja, ein Vorteil. Ja, sehr schön. Ja, hier vorne ist die Toilette. Ich zeig's mal gerade. Hier ist nämlich die Kassettentoilette mit drin von Tedford. Das Ganze aber auch in Keramikausführung und ich habe wirklich viel Platz, um mich zu waschen und kann dann hier die Tür schließen. Das machst du mal bitte ganz kurz, Sebastian. Diese hier. Komplett? Ja. Und habe dann nämlich einen komplett abgeschlossenen Raum, den ich dann nutzen kann, um mich dann fertig zu machen. Also ich kann dann mich nochmal entkoppeln, auch gegenüber dem Schlafzimmer. Cool. Ja, die Holzfarbe, das ist natürlich Geschmackssache. Die Leute merken es oft erst in 10, 15 Jahren, wenn es dann heißt, wer in Gottes Namen hat diese Farbe ausgewählt, aber im Moment voll im Trend, oder? Die Holzfarbe, ja, Dunkel mit dunkel hell. in dem Bereich und hell, ja, ist schon gefragt. Hier vorne sieht man den Ofen, Backofen mit drin. Wenn übrigens Leute sagen, sie benutzen den Backofen nie, ja, dann kann ich nur sagen, ihr müsst den benutzen, also nicht nur zum Brötchen aufbacken, ihr müsst euch einfach mal trauen, ihn anzumachen. Er funktioniert gnadenlos gut. Und viele sagen, ja, hätte ich gerne viel lieber eine Mikrowelle drin und so. Also Backöfen finde ich total klasse. Und der Dometic, Riesenvorteil jetzt, geht von beiden Seiten auf. Wenn man nämlich richtig zumacht, da ist einmal das Griffierfach. Er geht vollautomatisch. Ja, den hätte ich natürlich auch gerne drin. Wobei ich sagen muss, es ist ein Gimmick, dass er von beiden Seiten aufgeht. Aber wenn man abends sich irgendwann mal was rausholt, ist es schon ganz nett und vorteilhaft, dass man das dann machen kann auf der Seite. Das ist, ja, toll. Hier vorne hat man noch unglaublich viel Stauraum. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Guck mal rein. Was hier sich so drunter verbirgt, das ist unter anderem für Töpfe und Co. Und hier kann ich ja noch mal was unterbringen. Prima. Ja, alles in allem. Ja, der Werterhalt bei Morelo, Gebrauchtfahrzeuge, unglaublich gefragt. Wenn man jetzt so ein Fahrzeug erwerben möchte und sich nicht traut, das zu fahren, hat vielleicht noch so den alten Dreier, ich darf es noch fahren, aber will nicht. Was ist da dein Tipp? Habt ihr so Fahrschulen, die auch mal so Fahrstunden da mit den Kunden durchgehen? Oder kann man hier üben? Hier leider keinen unmittelbaren Partner, der sowas anbietet. Nee, leider nicht. Also klar, der Kunde kann natürlich bei uns vor Ort vorbeischauen und eine Probefahrt machen. Aber ihr fahrt schon mal mit, so die erste Fahrt, dass ihr also schon mal fahren könnt auf ein Stück, wo es ganz... Ich muss dazu sagen, ich konnte gar nicht schlafen, als ich meinen abgeholt hatte erstmal, weil er wirklich groß ist und war aber dann halb so wild. Also Ja, ein bisschen man gewöhnt geübt. sich relativ schnell dran. Also ich fahre hier auf dem Hof ab und zu mal rum. Ich hätte jetzt auch keinen Führerschein, aber hier auf dem Hof darf ich natürlich fahren. Aber ich finde jetzt keinen großen Unterschied zu einem anderen Reisemobil. Ja. Gut, da ist natürlich eine Rückfahrkamera mit drin. Das ist so. So, wir gucken uns das mal gerade an. Alte Fußbodenheizung ist mit drin, ganz praktisch. Hier ist der Solarladeregler mit drin und der Batteriecomputer. Ja, die sind jetzt komplett umgeschwenkt auf Büttner, was ich persönlich auch ganz okay finde. Ich habe noch eine Mastervolt drin, aber das ist Geschmackssache. Oben ist die vollautomatische SAT-Anlage, die darf natürlich nicht fehlen. Und was ich schon mal sagen kann, die Alphatronics funktionieren auch mit einem Prime Stick, nämlich mit einem Fire TV direkt von Amazon. Den kann man dort hinten reinstecken und hat dann die Möglichkeit, übers Handy dann auch Netflix und Amazon und so weiter zu gucken. Ja, und das Bedienpanel, das kenne ich noch. Das ist relativ einfach zu bedienen. Warnt dann auch, wenn Gasflaschen leer sind und so weiter. Zeigt die Füllstände an und ist sehr, sehr easy zu bedienen. Ja, wir gehen nochmal raus. Machen wir Abmoderation. Sebastian? Okay. Ist nicht schlimm. Ist wahrscheinlich das erste Video, was du gemacht hast, oder? Klar, natürlich. Ich habe ihn überfallen. Ich habe gesagt, Sebastian, ich brauche jemanden, der mir die Klappen öffnet. Dabei bist du hier im Hause für viel, viel mehr zuständig. Das heißt, das Thema Marketing. Ihr seid jetzt auf der Messe? Wir sind nicht auf der Messe vertreten, gleich natürlich jetzt mit dieser Corona-Krise relativ schwierig. Ich weiß. Das hat euch auch ziemlich hart getroffen, muss man sagen. Das heißt, eine Zeit lang war ja komplett zu bei euch. Eine Zeit lang hatten wir, also man kann sagen, einen kompletten Monat war der Betrieb geschlossen für die Allgemeinheit. Wir aus dem Vertrieb oder in der Werkstatt haben natürlich ganz normal weitergearbeitet mit Regelungen,
so dass nichts passieren kann. Und ja. Du bist jetzt noch relativ jung, aber das ist schon nachvollziehbar, wenn einer, der vielleicht über 50, über 60 ist, vielleicht nochmal sagt, ich will jetzt reisen, will das im Reisemobil machen. Der Trend ist, glaube ich, ungeschlagen, oder? Also der Trend, würde ich sagen, ist ungeschlagen und ich war jetzt selber schon einige Male mit dem Reisemobil unterwegs und das ist einfach eine tolle Art zu reisen. Man ist einfach frei unterwegs, man kann viele Dinge sehen. Das kann man jetzt vielleicht mit einem Pauschalurlaub nicht vergleichen. Ja. Ja, es gibt auch Leute, die fahren auch mal gerne auf eine Kreuzfahrt, aber Corona hat euch natürlich nochmal einen Auftrieb gegeben. Man kann sich unglaublich gut vereinzeln. Wir waren jetzt auch lange Zeit unterwegs, sind jetzt über Frankreich gefahren nach Italien und mussten feststellen, ja, auf den Campingplätzen selbst, da gab es kein Problem. Ja, hier steht er, der Home, Baujahr, Modelljahr 2020 von Morelo. Und ich zeige euch zum Schluss nochmal gerade die Daten, die technischen. Hier vorne steht er. Ja, der Basispreis 158.900 und ja, mit allen Ausstattungen, die hier mit drin sind, ihr könnt ja mal Standbilder auch machen, dann da ist er dann komplett für 212.250 Euro und das ist der Grundriss. Der ist nochmal kurz von oben, ich zeige es mal gerade, da steht er. Ja, tolles Auto und vielen Dank, Sebastian, dass du mir geholfen hast und danke auch fürs Zuschauen. Tschüss.